Auf der Suche nach dem intelligentesten Menschen aller Zeiten stößt man auf Albert Einstein, Nikola Tesla, Isaac Newton und viele weitere bekannte Namen aus der Wissenschaft. Man hat aufgrund ihrer Werke einen Grund, dies anzunehmen. Gräbt man etwas tiefer, merkt man, dass Namen wie Leonhard Euler, Carl Friedrich Gauss oder Srinivasa Ramanujan nicht so oft genannt werden, obwohl sie auch auf unfassbare Erkenntnisse gekommen sind, wo sich durchschnittliche Menschen dachten, da müssen übernatürliche Fähigkeiten im Spiel gewesen sein. Im Fall Ramanujan zum Beispiel ist die Intelligenz auf eine sehr seltsame Art und Weise zum Ausdruck gekommen, sodass man zum Schluss kam, dass das menschliche Gehirn noch auf eine ganz andere Art und Weise funktionieren kann. Oder man macht es sich einfach und glaubt ihm, dass ein anderes Wesen ihm die Formeln diktiert hat. Wenn man sich auf die Beurteilung mittels IQ verlässt, dann muss man sagen, dass bei den meisten dieser Genies er nie gemessen wurde, sondern nur Schätzungen vorliegen. Beispielsweise wurde der IQ von Leonardo da Vinci auf 220 geschätzt. Zum Vergleich, der IQ bei einem durchschnittlichen Menschen liegt zwischen 85 und 115. Der von Johann Wolfgang von Goethe wurde auf 210 geschätzt. Möchte man es diesbezüglich wirklich wissen, liegt der höchste gemessene IQ bei 230, und zwar beim 47-jährigen australischen Mathematiker Terence Tao. Interessanterweise macht sich überragende Intelligenz scheinbar oft mit der Mathematik bemerkbar. So auch bei Terence Tao. Mit 9 Jahren war er schon so weit mit der Mathematik, dass er Universitätsvorlesungen besuchte. Das Besondere an ihm ist, dass er ein sehr vielseitiger Mathematiker mit Errungenschaften auf den unterschiedlichsten Gebieten ist. Doch in diesem Video geht es um einen Menschen, der scheinbar seit über 120 Jahren immer noch seinesgleichen sucht. Diese Person geriet für eine lange Zeit in Vergessenheit. Der deutsche Autor Klaus Cäsar Zehrer hat intensiv über das Leben dieses Menschen recherchiert und es in einem Roman namens Das Genie niedergeschrieben. William James Sidis kam 1998 in New York als Wunderkind auf die Welt, mit unvergleichlichen Fähigkeiten. Er ist erst 18 Monate alt, als er anfängt, Zeitungen zu lesen. Mit 4 Jahren liest er Cäsar und Homer im Original. Mit 6 Jahren schreibt er sein 4. wissenschaftliches Buch. Bis zu seinem 8. Lebensjahr soll er sich die Sprachen Latein, Französisch, Griechisch, Russisch, Türkisch, Deutsch, Hebräisch und Armenisch beigebracht haben. Dazu noch eine weltumspannende Kunstsprache, die er selbst erfand. Er schließt die 7-jährige Grundschule in nur 7 Monaten ab, die Highschool in nur 3 Monaten. Mit 11 Jahren fängt er an der Harvard-Universität zu studieren und stellt damit als jüngster Student einen neuen Rekord auf. Landesweite Aufmerksamkeit bekam er, als er nicht lange danach im Harvard Mathematical Club schon Vorlesungen über 4-dimensionale Körper hielt. Mit knapp 12 Jahren. Über diese außergewöhnliche Fähigkeit berichtete Norbert Wiener Folgendes, der auch zu der Zeit auf der Universität war und William kannte und zudem ebenfalls ein Wunderkind und Begründer der Kybernetik war. Der Vortrag hätte einem Studenten im 1. oder 2. Studienjahr, egal welchen Alters, zur Ehre gereicht. Der Vortrag stellte den Triumph der ungestützten Bemühungen eines sehr brillanten Kindes dar. Weiterhin sagte der MIT-Professor Daniel F. Comstock über ihn: Carl Friedrich Gauss ist von allen Wunderkindern das einzige Beispiel in der Geschichte, dem Sidis ähnelt. Ich sage voraus, dass der junge Sidis ein großer astronomischer Mathematiker sein wird. Er wird neue Theorien entwickeln und neue Wege zur Berechnung astronomischer Phänomene erfinden. Ich glaube, dass er ein großer Mathematiker sein wird, der in dieser Wissenschaft in der Zukunft führend sein wird. Doch wie ging sein Leben tatsächlich weiter? Warum muss dieses Video dir erst von William erzählen? Warum wurde er nicht so bekannt wie Einstein oder Da Vinci? Und nun kommen wir zum eigentlich interessanten Punkt. Sein späteres Leben zeigte, dass Intelligenz zum Fluch werden kann. Denn scheinbar entscheidend an der ganzen Sache waren die Eltern von William. Sie erzogen William bewusst zu einem Genie. William war fast schon ein Erziehungsexperiment.
William wurde als Sohn russischer Einwanderer geboren. Seine Mutter Sarah Mandelbaum war Ärztin. Sein Vater Boris Sidis war Psychiater und ebenfalls ein sehr intelligenter Mensch. Bildung war für ihn alles. Er sprach sehr viele Sprachen und schrieb bemerkenswerte Beiträge auf dem Gebiet der Psychopathologie und der abnormalen Psychologie. Mit seinem Sohn William sollte er der Welt zeigen, dass man ein Kind bewusst zu einem Genie erziehen kann. Seit der Geburt wurde William mit der Sidis-Methode trainiert. Diese sei auf jedes Kind anwendbar. Intelligenz hätte nichts mit Vererbung zu tun. Schon in der Wiege habe er angefangen, das Kind zu trainieren. Statt Kinderlieder vorzusingen, wurden griechische Sagen vorgelesen. Es wurde ihm die Liebe zum Lernen eingepflanzt. Der Vater kannte sich auf wissenschaftlicher Basis mit Hypnose und Suggestion aus und wandte dies bei seinem Kind an. Sie gaben sehr viel Geld für Bücher, Karten etc. aus und füllten ihn systematisch mit Wissen. Schon früh konnten sie mit William über fortgeschrittene Themen reden. Oft veröffentlichten sie akademische Artikel über Williams Errungenschaften. Was bringt all dies, wenn der Mensch irgendwann dagegen ankämpfen möchte? William konnte kein normales Leben führen. Dies erfährt er deutlich, als er nach seinem Abschluss als Mathematikdozent in Texas arbeitet. Er wird von Studenten, die älter waren als er, verspottet und gehänselt, obwohl er sogar ein Lehrbuch über euklidische Geometrie in Griechisch für sie geschrieben hatte. Die Medien waren voll von William, oft auch in einer diffamierenden Art und Weise. Das störte ihn. Er sagte, der einzige Weg, das perfekte Leben zu führen, ist es, in Abgeschiedenheit zu leben. Ich habe Menschenmengen immer gehasst. Er versuchte es mit einem Jurastudium, brach diesen aber auch ab, trotz überragender Intelligenz. Mit 16 Jahren fing er an, gegen seine Bestimmung zu rebellieren. Er wurde Mitglied einer kommunistischen Bewegung und wurde wegen Anstiftung zum Aufstand verhaftet. Durch die Hilfe seiner Eltern wurde er wieder entlassen. Stattdessen musste er ein Jahr lang im Sanatorium seines Vaters bleiben. Sie versuchten ihn umzuerziehen und drohten damit, ihn in eine Irrenanstalt zu übergeben. Den Rest seines Lebens verbringt er mit schlecht bezahlten Jobs. Er lehnte jede Stelle ab, die ihn an den Menschen erinnerte, den seine Eltern wollten. Er schaffte es eine Zeit lang ohne Bekanntheit zu leben, wechselte oft seinen Namen und schrieb viele Bücher. Mit 46 Jahren starb er an einer Gehirnblutung. Viele Schriften hat er hinterlassen. Unter anderem hatte er schon 1925 die Theorie von schwarzen Löchern gehabt, lange vor der Entdeckung dieser. Einige gehen davon aus, dass unzählige Bücher von ihm existieren, die hinter einer falschen Identität versteckt blieben. Wir wissen, wie wichtig die Erziehung eines Kindes ist. Doch auch scheint es von Natur aus intelligente Menschen zu geben, da es genug Beispiele von Wissenschaftlern gibt, bei denen die Erziehung nicht entsprechend fördernd war. Die Frage ist dann, wie weit diese Intelligenz im weiteren Verlauf des Lebens gefördert wird. Vielleicht sind sehr intelligente Menschen verborgen geblieben, weil die Umstände nicht entsprechend waren. Die Methoden von Williams Vater haben sicherlich einiges zu der Entwicklung von William beigetragen. Doch wer würde aus seinem Kind ein Experiment machen? Wäre die Welt wirklich besser geworden, wenn die Sidis-Methode sich durchgesetzt hätte, wie es Boris Sidis wollte? Könnte es sein, dass irgendwo auf der Welt noch Kinder auf diese Weise großgezogen werden? Sidis-Kindergärten, Sidis-Schulen oder Sidis-Instituten. Könnte das die Zukunft des kapitalistischen Systems sein? Auch wenn die Beurteilung mit dem IQ umstritten ist, Williams IQ wird auf 250 bis 300 geschätzt. Jedoch zeigt die Geschichte, dass intellektuelle Bildung alleine nicht genügt. Ein glücklicher Mensch hat viele Komponenten. Intelligenz ist nur eine. Wir bestehen nicht aus Nullen und Einsen und sind nicht hier, um nur die Wissenschaft voranzubringen. William sollte funktionieren, wie es das System wollte. Aber seine Seele musste hungern. Das war der Punkt, der offensichtlich war.
aber von den meisten Menschen damals ignoriert wurde. Was für eine Ironie des Schicksals, dass die bewusste Erziehung zu einem Genie letztlich nicht zu einem Erfolg geführt hat, sondern eher zu einem bemitleidenswerten Leben.